In unserem Lernlabor geht es letzten Endes darum, dass die Kinder Kontakt zur Chemie aufbauen können und so ein bisschen selbstständig experimentieren können. Das steht bei uns quasi an oberster Stelle. Also die werden bei uns dazu angeregt, selbstständig zu experimentieren, um einfach auch positive Erfahrungen mit der Chemie zu sammeln. Ja, ich bin Jannis Memmen und ich bin Doktorand hier in der Didaktik der Chemie. Also das LMU ChemLab, das wir hier haben, hat das Konzept, dass wir alle Schülerinnen und Schüler erreichen möchten, unabhängig davon, wie gut oder schlecht deren Sprachkompetenzen sind, welche kulturellen Hintergründe sie haben oder sozioökonomischen Status. Das Wichtigste, finde ich persönlich, ist es die Zeit. Hier ist man flexibel. Die Schülerinnen und Schüler kommen meistens 8:30 Uhr bei uns an und sind teilweise bis 2 Uhr hier. Sie arbeiten sehr flexibel, passen sich an, gleich manche Versuche 2-mal oder 3-mal zu machen. Und das ist etwas, was definitiv in einem schulischen Kontext A, von der Zeit und B, vom Material nicht passen würde. Dadurch, dass es ein Lehr-Lernlabor ist bei uns, also in der Lehrkräfteausbildung eingebunden ist, lernen die durch Beobachtungsaufgaben bei uns, was überhaupt forschendes Lernen zum Beispiel ist oder was ist kooperatives Lernen. Wir haben hier manchmal Klassen von 33 Leuten im Labor stehen, wo die Lehrkräfte auch sagen, das kann ich nicht leisten in der Klasse. Dass da außerschulisches Lernen einfach eingreifen kann und helfen kann, finde ich, das ist schon das größte Learning, was ich hier selber habe gerade. Dadurch, dass wir mehr Platz haben, dadurch, dass wir mehr Gerätschaften haben, besteht die Möglichkeit, das Material so aufzuarbeiten, dass es angepasst ist für alle Schülerinnen und Schüler. Wir bedienen uns vielen Methoden von sprachsensiblen Unterricht, von kulturell sensiblen Unterricht. Kontexte spielen eine ganz große Rolle. Gamification ist ein Punkt, was bei uns im Schülerinnen- und Schülerlabor ist. Also eigentlich alles, was wir herausgefunden haben in der Forschung, Komponenten von einem inklusiven Chemieunterricht oder Inclusive Science Education sind. Ja, also ich finde Chemie auch sehr interessant. Ich finde das ein super Angebot, ein bisschen reinzuschnuppern, wie das jetzt ist, Chemie zu studieren oder halt auch als Job zu machen. Ich finde es sehr gut, dass die Experimente in ein Rollenspiel oder halt Szenario eingebaut werden, weil es macht es natürlich realitätsnah und auch interessanter. Ich finde schon, dass es ein gutes Angebot ist. Macht auch Spaß. Ich finde es auf jeden Fall besser, als einfach in der Schule im Chemieunterricht zu sitzen und zuzuschauen, wie jemand anders das Experiment macht.